Mit der heutigen kleinen Lokparade meiner E-Lokomotiven, die sich aktuell in meinem Bestand befinden, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für 500 Abonnenten. Vielen Dank an all diejenigen, die das mit mir ausgehalten haben, die meine Videos geguckt haben, die vor allen Dingen auch immer fleißig Kommentare schreiben. Auch an die, die mich darauf aufmerksam machen, was ich mal wieder übersehen habe. YouTube verschickte auch eine E-Mail, wenn man die 500 gepackt hat. Als ich dann drauf geguckt habe, waren es natürlich nur noch 499, geht irgendwie immer mal 2 vor und 1 zurück. Aber jetzt sind es 501. Ich hoffe, es wird eher mehr statt weniger, sodass ich dann dieses Video so als kleines Special hier sehe und meine Lokomotiven hier nochmal einzeln vorstelle, in der Reihenfolge, wie Märklin die Modelle gebaut hat. Das heißt, die älteste Lokomotive zuerst und die jüngste kommt ganz zum Schluss. Nochmal vielen herzlichen Dank. Und das Ganze dann auch in den 3 Sprachen, in denen ich meine Untertitel immer mache. Da habe ich allerdings den Google-Übersetzer bemüht. Denn wenn ich das hätte aussprechen sollen, insbesondere das Japanisch, dann hätte da wahrscheinlich kein Mensch was verstanden. Thank you very much for 500 subscribers. Grazie mille per i 500 iscritti. 500人のチャンネル登録者に感謝します。Ich lasse die Lokomotiven jetzt hier fahren und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bei den Katalogbildern muss ich noch dazu sagen, dass ich nicht alle Kataloge hatte. Deswegen musste ich mir behelfen, indem ich ein paar Sachen sozusagen vom Bildschirm abfotografiert habe. Deswegen ist die Bildqualität da nicht ganz so berauschend. Aber anders konnte ich mir da aktuell leider nicht behelfen. Wir fangen an mit dem Märklin Modell 3035. Die Baureihe E24 der italienischen Staatsbahn. Hier das Katalogbild aus dem Katalog von 1966. Und das Modell hier auf meiner Anlage in der ersten Variante, gebaut von Märklin von 1960 bis 1963. Als zweites haben wir das Märklin Modell 3037, die Baureihe 141 in der grünen Version. Das Katalogbild hier auch aus dem Katalog von 1966. Und bei mir auf der Anlage auch die erste Version, gebaut von 1960 bis 1968. Das dritte Modell ist von Märklin die 3053, die E103. Das Katalogbild auch aus dem Katalog von 1966. Und bei mir hier auf der Anlage auch wieder die erste Version von Märklin gebaut von 1966 bis 1968. Als viertes haben wir von Märklin die 3038, die SNCF der französischen Staatsbahn, die BB 9200. Das Bild stammt aus dem Katalog von 1968. Und bei mir auf der Anlage haben wir hier die zweite Variante, gebaut von 1967 bis 1970. Die nächste Lokomotive ist von Märklin dann die 3043 der schwedischen Staatsbahn, die Baureihe RC. Das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1968. Und bei mir das Modell, die zweite Version von Märklin, gebaut von 1968 bis 1977.
Dann haben wir von Märklin die 3034, die Deutsche Bundesbahn, die Baureihe 141 in der blauen Version. Das Katalogbild stammt auch aus dem Katalog von 1968. Das Modell ist die zweite gebaute Variante von Märklin 1969 bis 1975. Hier haben wir dann von Märklin die Nummer 3039, Deutsche Bundesbahn, die Baureihe 110 in Blau. Das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1974. Die Lokomotive selber ist die dritte Variante von Märklin, gebaut von 1971 bis 1974. Dann kommen wir zu Märklin 3040, die Baureihe 140 in Grün. Auch das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1974 und bei dem Modell handelt es sich um die vierte Variante von Märklin, gebaut von 1972 bis 1974. Als nächstes haben wir von Märklin die 3058, die Baureihe 151. Hatte ich gerade im letzten Video vorgestellt. Das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1976 und das Modell ist die erste Variante, die nur 1976 gebaut wurde. Als nächstes haben wir von Märklin die 3156, Deutsche Bundesbahn, die E-Lok Baureihe 41 in Türkis-Beige. Das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1985 und die Lokomotive wurde wohl so gebaut von 1980 bis 1991. Dann haben wir von Märklin die Nummer 3159, die Baureihe 1020 der österreichischen Bundesbahn, das österreichische Krokodil. Das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1982 und das Modell auf meiner Anlage wurde gebaut von 1981 bis 1984. Hier haben wir dann von Märklin die 3161, der niederländischen Staatsbahn die Baureihe 1200. Das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1982 und die Lokomotive wurde in dieser Version gebaut von 1981 bis 1983. Und hier haben wir dann nochmal Österreich, von Märklin die 3041, die Baureihe 1043. Das Katalogbild stammt wieder aus dem Katalog von 1982. Und das Modell von Märklin ist die vierte Variante, gebaut von 1982 bis 1987.
Und die letzte Lokomotive in dieser kleinen Parade ist von Märklin die 3034, Deutsche Bundesbahn, die Baureihe 141 in beige Türkis. Das Katalogbild stammt aus dem Katalog von 1994 und die Lokomotive ist die 6. Variante von Märklin gebaut von 1991 bis 1998 und das ist aktuell meine jüngste Lokomotive bei den E-Loks. So, damit möchte ich mich nochmal ganz herzlich für die 500 Abonnenten bedanken. Mit meiner kleinen Parade der E-Lokomotiven, die sich zurzeit in meinem Bestand befinden. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt's dann wieder mehr und bis gleich. Thank you for watching. There will be more soon and see you soon. Grazie per l'attenzione. Presto ce ne saranno altre e a presto. ご覧いただきありがとうございます。もうすぐあります。またお会いしましょう。